Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Kanal Milusch Art View. Heute sind wir bei der coolen Fotografin Lena Pope. Lena, stelle ich gerne erstmal vor. Hallo ihr Lieben, ich bin Lena, 36 Jahre alt, Mutter von 3 Kindern und selbstständige Fotografin in Oldenburg und Umgebung. Erstmal möchte ich mich gerne bei dir bedanken, Lena, dass wir dich interviewen dürfen und gucken, wie dein Arbeitsplatz so gestaltet ist. Außerdem vergesst nicht, uns auf Facebook, Instagram und YouTube zu abonnieren und auf YouTube einen Kommentar dazulassen und die Glocke zu aktivieren, denn es wird noch am Ende ein kleines Gewinnspiel für euch geben. Lena, wie bist du eigentlich zur Fotografie gekommen? Also ich fotografiere jetzt seit knapp 10 Jahren tatsächlich, aber immer nur nebenbei. Ich bin ursprünglich gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, also habe im Krankenhaus gearbeitet und habe jetzt seit knapp 2 Jahren mein Gewerbe im Vollerwerb. Das heißt, ich mache das wirklich jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Zur Fotografie bin ich gekommen, das darf man wahrscheinlich gar nicht erzählen. Ich habe mich mit einer Freundin fotografieren lassen bei Kollegen, also ich würde auch jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe mich fotografieren lassen und wir waren mit den Bildern total unzufrieden. Und haben dann abends selber Fotos gemacht von einer ganz normalen weißen Wand und das haben wir immer mal wieder gemacht. Das ist cool. Und dann waren die Bilder irgendwie viel besser als die vom Fotografen und wir haben dann immer mehr Fotos gemacht und dann kam die Freundin der Freundin und die Freundin der Freundin und mit einmal stand ich hinter der Kamera. Ich habe das nie gelernt, ich habe das nie ausprobiert, sondern habe halt dann wirklich irgendwie aus der Laune heraus das Fotografieren für mich entdeckt. Wow, also hast du nicht wirklich dafür studiert oder was auch Nein, immer? erst im Nachhinein tatsächlich. Also ich habe dann nebenbei fotografiert, dann kam die Freundin, kam auch meine Hochzeit und ich habe mich da einfach blauäugig reingestürzt und habe gar nicht viel drüber nachgedacht und habe dann zwischen den ersten beiden Kindern noch mein Studium absolviert in der Fotografie. Und habe das dann nebenbei weiter aufgezogen. Als Fotografin selbst fotografiert zum Beispiel für Passbilder oder sowas ähnliches. Ich hasse Fotos von mir. Ich glaube, das Schlimmste an kreativen Leuten ist, dass sie halt selber ungern vor der Kamera stehen, wenn sie in diesem kreativen Bereich arbeiten. Ich musste jetzt im Rahmen meines Coachings, was ich gerade gebe und diesen neuen Coaching-Bereich, den ich aufbaue, Fotos von mir machen lassen. Und ich glaube, es waren gefühlt 300 und 20, 30 waren gut. Es ist okay, aber man ist da selber immer sehr kritisch mit sich. Und wie gehst du da so selbst ran, wenn du Kunden hast oder besonders Kinder? Du arbeitest ja mit Kindern und Kleinkindern. Ist das sehr schwierig? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, wenn man einen Bereich fotografiert, den man liebt und den man wirklich gerne macht, dann fällt einem das ganz, ganz leicht. Ich habe nie das Problem gehabt, Kinder vor die Kamera zu bekommen und auch locker zu bekommen. Also Kinder sind neugierig. Ich habe selber 3. Ich weiß, wie Kinder funktionieren. Ich weiß, worauf Kinder anspringen und ob wir Seifenblasen pusten oder ob wir irgendwelche Tiergeräusche nachmachen oder ob wir spielerisch mit einem Ball spielen. Da bekommt man die Kinder immer dazu überzeugt, ehrlich zu sein und Kinder sind immer ehrlich. Es gibt kein künstliches Lächeln bei Kindern, bei Kleinkindern zumindest das stimmt. nicht. Und dementsprechend arbeiten wir da auf einer ganz spielerischen Ebene und da fällt es natürlich viel leichter. Also ich sehe da schon ganz viele Sachen, zum Beispiel diese Kleider. Ganz viele. Hast du die selbst gemacht oder? Nein. Also ich habe gerade für die Mamas oder auch für die Familienshootings, die ich ja auch mache, viele verschiedene Kleider. Also über Farben sortiert, über rosa, über weiß, über gelb oder grün, Winteroutfits, Sommeroutfits. Ich habe für die Kinder verschiedene Kleider, kleine Kleidchen oder ich habe auch einfach nur so Überzüge und sowas nutze ich auch alles. Das baue ich alles mit ein. Hier oben siehst du Körben, Decke. Ich muss ja auch, wenn ich in den Kindergarten und auch überhaupt fotografiere, immer wieder mal verschiedene Sachen einfallen lassen und dafür kaufe ich halt immer wieder ein und das muss irgendwo gelagert werden. Ich muss gestehen, das ist nur ein Teil. Oh, du hast sogar noch einen mehr? extra Raum, wo überall Sachen sind, aber da sind halt Körbe, Decken. Ich habe dieses kleine Sofa, das liebe ich, wenn ich Geschwisterfotos mache. Das ist extra, sehr süß. Ich habe irgendwo Kleinanzeigen gewesen. Oder auch das Feuerwehrauto, was da neben dir steht, das siehst du auch schon. Sehr cool. Die nutze ich unheimlich gerne in den Kindergärten, weil die Kinder halt automatisch spielen. Ja? Du hast ja automatisch Dinge, mit denen sie sich beschäftigen. Was total beliebt ist bei den Kleinen, das habe ich jetzt auch, meine Tochter liebt es. Weil sie machen ja genau das nach, was ich tue, quasi, und fotografieren auch. Und das ist total schön. Dementsprechend habe ich überall so kleine Sachen versteckt. Und die Kinder dürfen anfassen, dürfen berühren, dürfen toben, dürfen klettern. Sieht sehr gemütlich hier aus, muss ich sagen. Ja, es ist halt einfach mehr Wohnzimmeratmosphäre, wenn ich hier überall Lampen stehen habe oder überall
nur die Deko stehen hätte und du hast hier gerade 2 große Studioblitze, was haben die Kinder? In der Regel haben die total Respekt davor. Ja. Dementsprechend versuche ich mit Tageslicht zu arbeiten. Und wenn es zu dunkel ist, arbeite ich mit einem Blitz extra. Der steht der große Genau, steht an der ist sehr Seite. gut, professionell. Einer von denen, genau. Aber in der Regel ist es so, dass ich versuche, nur mit Tageslicht zu arbeiten. Dafür habe ich dann Verdunklungsrollos dran, wenn es zu hell ist. Momentan wäre es ja zu hell auf dem Sofa. Super. Aber die Kinder haben Möglichkeit, sich frei zu bewegen und sind halt nicht steif irgendwo auf einem Stuhl und lächeln dann halt in die Kameras und dann dürfen spielen. Und was für Arbeitsinstrumente benutzt du so? Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? So? Ich würde jetzt einfach mal ein bisschen was aufbauen, Ja. was ich nutzen würde mit Sehr den Kindern. Also einfach zur Möglichkeit, du kannst es dir einfach mal angucken. Ich hatte hier ja schon ein bisschen was vorbereitet. Sehr schöne, gemütliche Ecke. Genau, ich versuche halt möglichst gleiche Farben zu verwenden, also ähnlich aufgebaute Farben, Grüntöne, Brauntöne, dass ich das alles nachher identisch habe. Hier im Studio weiß ich natürlich auch genau, wo mein Licht herkommt. Das nutze ich natürlich auch, aber so kann ich verschiedene Perspektiven arbeiten. Ich kann mal hier durch fotografieren, ich kann frontal fotografieren. Kind kann sich hinstellen, klettern, die Blumen mal angucken oder auch eine Laterne in die Hand nehmen. Ich würde jetzt tatsächlich noch Seifenblasen gleich holen, um mit Seifenblasen zu arbeiten. Genau, aber so kann man das mal schon im Vorwege alles ein bisschen ausprobieren, was passt harmonisch, farblich zusammen. Und die Kinder bewegen sich einfach und du machst die Fotos sozusagen. Genau. Sehr cool. Lena ist so lieb und zeigt uns jetzt einmal ihren Arbeitsprozess sozusagen. Willst du auch welche pusten? Ja. Halt mal fest. Wow. Super! Klasse Maus! Gibst du mir ein bisschen nachfüllen? Willst du nachfüllen? Ja. Ja, dann los. Vorsichtig. Oh, Spitze! Fall nicht runter. Wow! Sehr gut machst du das. Oh! Guck! Der schmeckt doch gar nicht. Oh, der schmeckt doch gar nicht. Komm, ich füll mal nach. Gib mal kurz. Oh, gibst du mir den mal rüber? Wie ihr seht, ist das alles ganz entspannt hier. Alles immer sehr kinderfreundlich. Du gibst es. Das schmeckt doch gar nicht. Jetzt mache ich dir eine ganz große, okay? Kannst du die fangen? Pass auf, eine ganz große. Spiele. Oh! Wo ist die hin? Ja, klasse! Super! Wow. Sehr schön. Lena, darf ich fragen, wie das bei dir so preislich aussieht mit den Kindern? Mit den Preislisten für die Ja. Kindergärten und für die Kinderfotografie sehr unterschiedlich. Also ich habe von bis Pakete. Du kannst in der Kindergartenfotografie von 24 € bis 69,90 € Pakete wählen, Mappen wählen, die selber zusammenstellen. Du kannst dir aber auch nur Einzeldateien nehmen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Okay. Und in der Familienfotografie sind auch verschiedene Pakete möglich. Also eigentlich kannst du immer verschiedene Pakete wählen. Soki hat sich schon die Belohnung geholt. Ja, Das Beste von allem sind natürlich immer die Belohnung. die Belohnung hinterher. Aber ich wollte mit dir nochmal aufs Auto. Weißt du, wo das Feuerwehrauto steht? Hast du das schon gesehen? Ja, bestimmt. Kannst du da einmal oben rauf hüpfen? Komm, ja, machen wir auch nochmal richtig. Bist du ein Gangster? Alles ganz cool hier. Yeah. Guck mal hier. Kannst du das Gummibärchen fangen? Kannst du das fangen? Mach mal die Hand auf. Mach mal die Hand. Soll ich das da vorne hinstellen? Von klein auf an ganz professionell. Da soll das hin. Auf die andere Seite. Zack. Da auch noch eins. 2. Bist du dir sicher, dass du 2 essen kannst? Nein, bist du nicht. Pass auf, guck mal. Pass auf. Du lachst ja schon die ganze Zeit. Perfekt. Ein zweites. Haha. Haben wir noch mehr? Wo bist du denn? Wow. Kuckuck. Oh, wo ist es hingefallen? Hingefallen. Spitze. Oh, schnell im Mund. Hast du das zweite noch? Zeig mir das mal. Oh, toll. Ein Gummibärchen. Klasse. Nimmst du das Auto auch mit nach draußen? Ja, Ja? das nehmen wir auch mit raus. Wir haben extra ein Draußenauto, das ist das große rote. Ah ja, ich finde Damit das es draußen mal. dreckig werden kann. Und es ist hinten eingestellt und das Feuerwehrauto bleibt eigentlich in der Regel drin. Ah, das ist sogar ein Fahrrad, Dreirad. Genau, ein Dreirad haben wir auch. Genau. Und wir haben noch mehr.
Schaffst du es da auf? Guck mal, ich habe ja noch welche. Wollen wir tauschen? Mama hat die, die offen sind. Ab aufs Sofa. Pass auf. Hier, komm her. Kannst du oben drauf krabbeln? Mach das mal. Also ich besteche natürlich nicht immer mit Gummibärchen. Der kleine Vollprofi hier weiß natürlich, dass es hinterher eine Belohnung gibt. Ja. Aber ansonsten muss man sagen, dass man natürlich schon zwischendurch die Kinder ein bisschen bei Laune halten muss. Was möchtest du, ein zweites? Das gibt's ja gar nicht. Um dann aus verschiedenen Perspektiven arbeiten zu können. Ja. Aber eigentlich bekommt man mit Seifenblasen und mit Rumkaspern und Blödsinn machen tatsächlich ganz, ganz viel hin und die Kinder können sich frei bewegen. Oh, spitze! Kannst du für Anfänger irgendwelche Kameras empfehlen? Kameras empfehlen, da müsst ihr tatsächlich mal probieren. Ich Ja. würde nie sagen, es gibt nur Nikon oder Canon. Ich würde immer sagen, dass es jeder so ein bisschen Gefühl, die Kamera in der Hand halten, finde ich immer ganz wichtig. Also ich hatte mich mal auf eine Kamera eingeschossen und habe die dann im Laden im Geschäft gehabt und war total unzufrieden, weil die gar nicht toll in der Hand lag. Ja. Und habe mich nachher für eine andere entschieden. Also es hängt auch von solchen Faktoren ab. Und dann achtet drauf, wenn man zum Anfang anfängt zu fotografieren, sind so gute Mittelklasse-Modelle super. Was ich immer jedem empfehle, wenn er startet, nutzt Festbrennweiten. Festbrennweiten sind die Objektive, mit denen man am meisten machen kann und schöne Effekte erzielen kann, auch schon zum Anfang, als mit diesen Kit-Objektiven. Also braucht man eigentlich nicht wirklich teure Kameras, um gute Fotos zu schießen. Vorrangig musst du einen guten Blick haben. Ja, also Leute, ich hatte Erlaubnis, Lenas Kind zu fotografieren, videografieren sozusagen. Deshalb kommt nicht für mich in den Kommentaren. Lena, darf ich fragen, ob du dich noch mit alter Fotografie auskennst? Jein. Also ich habe tatsächlich ganz am Anfang eine Minolta gehabt, noch mit Film. Und da ging es noch um diese ersten ISO-Werte, was man für wie nennt man's denn noch, für Filme gekauft hat. Wow, und ich habe auch noch dann per Hand entwickeln lassen, aber jetzt gar nicht mehr. Also ich habe wirklich jetzt eine Systemkamera, mit der ich sehr glücklich bin und alte Fotografie haben wir natürlich im Studium gehabt, ne? So wie die Fotografie entstanden ist, aber beschäftigt tue ich mich ja gar nicht mehr mit. Schaffe ich gar nicht. Also ich kenne von früher noch, dass man mit so Chemikalien und alles Mögliche gearbeitet hat in der Fotografie. Gibt es das heutzutage noch? Also es gibt mit Sicherheit noch welche, die eine Dunkelkammer haben und da noch in diesen kleinen Körbchen die Bilder reinstecken und die aufhängen und oben an eine Wäscheleine aufgehängt haben und da quasi die Bilder entstehen. Ich wüsste jetzt gerade keinen mehr, aber es ist halt, die ganze Fotografie hat sich ja verändert. Ne? Genau. Also mit dem digitalen Zeitalter und dem, wie es jetzt ist es ja ganz anders zu früher. Ich kenne das noch von meiner Oma, die hatte diese Bilder hängen, wo sie mit Tochter und Sohn zur Kamera, ich wollte gerade sagen, zum Fotografen gegangen ist und sich da hingesetzt hat und da hat man ganz steif gesessen, den Kopf so nach links gedreht und dann hat man das Foto gemacht und musste noch einen Moment verharren, bis das Bild überhaupt entstanden war. Das geht ja, also zur heutigen Zeit geht so schnell. Du hast ja auch eben gesehen, wie schnell man die Bilder macht, zwischendrin in Bewegung. Das ist natürlich der Vorteil der digitalen Zeit. Erinnerungsfaktor haben sie alle, die alten Bilder und die neuen. Wir haben im Endeffekt, wurden früher Momente eingefangen von der Familie und jetzt zur heutigen Zeit sind es einfach diese Momente, die wir jetzt aufnehmen. Also egal, ob es im privaten Shooting ist, egal ob es im Kindergarten-Shooting ist, wir fangen die Kinder oder auch die Familien genau in diesem Moment ein und halten ja immer für ein paar Sekunden die Zeit an, weil den Moment bekommst du nie wieder. Genau. Und wie stehst du dazu selbst so? Handys heutzutage und Kameras? Selber eins. Na klar habe ich ein Handy und ich bin auch diejenige, die privat von ihren Kindern Bilder mit dem Handy macht. Natürlich, ich habe nicht immer meine Kamera dabei, ich habe nicht immer meinen Rucksack und Wechselobjektiven dabei. Genau. Und zur heutigen Zeit machen die Handykameras gute Bilder. Das mache ich genauso. Natürlich mache ich das genauso. Meine Familie bekommt jedes Jahr, also meine Kinder bekommen jedes Jahr ein Fotobuch, wo nur die Handybilder drin sind, weil wir auch Selfies irgendwo machen oder weil wir in einem Urlaubsorten sind, da ja auch dann tatsächlich Dinge machen. Ja, genau. Sehr cool. Also du hast ja gerade erzählt, dass du so Fotobücher machst für deine Familie und Kinder. Genau. Kann man das bei dir bestellen oder machst du auch das bei deinem Job so? Genau, also bei mir kannst du natürlich Fotobücher bestellen, Abzüge bestellen, digitale Dateien bestellen. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Ich glaube halt, dass vielen Leuten einfach gar nicht bewusst ist, wie wertvoll diese Erinnerungen sind. Also nicht nur auf einer digitalen Datei am Rechner, sondern halt auch gedruckt in der Hand, weil das hängst du dir auf, das guckst du dir später nochmal an. Auch so ein Fotobuch nimmt man sich gerne nochmal in die Hand. Oder es ist zum Beispiel auch so, dass wenn du
die Kinder fotografiert werden und du guckst jedes Jahr an die Wand, wo ein Bild hängt von diesem Kind, wie es sich verändert hat. Das nimmt man im Laufe des Jahres ja gar nicht wahr. Man nimmt ja im Endeffekt nur wahr, wie dein Kind jetzt ist. Und wenn du dann in einem Jahr in dieses Fotobuch guckst oder auch in ein gedrucktes Bild guckst und sagst, also krass, was in diesem Jahr passiert ist, diese Veränderung, verändert haben, genau. Das bekommst du nicht wieder. Und das ist so wertvoll sind definitiv die Fotografieren immer. Und das ist ja auch das Wichtige dabei. Hast du denn noch so Kunden, die das jährlich machen? Ja. Ja? Ja. Das gibt's also noch. es wiederholt sich ja in den Kindergärten schon. Ich habe feste Kindergärten, die ich jedes Jahr mache. Da habe ich jedes Kind jedes Jahr bis zur Schule. Ja. Und dann habe ich Familien, die wirklich jedes Jahr hierher kommen und jedes Jahr hier Fotos machen. Das ist sehr ich muss cool. kurz Pause machen, Licht. Wir haben ja gerade über Kindergartenfotografie gesprochen. Was machst du dabei anders? Wir arbeiten ganz anders. Ganz Und das ist auch das Schöne, was mir so wichtig ist. Also wir arbeiten in dem Kindergarten wirklich kindgerecht. Also wir stellen sie nicht auf den Fußboden und machen ein Kreuz und da muss das Kind hinstellen und wir fotografieren, sondern wir arbeiten genauso, wie ihr es auch gerade gesehen habt. Wir spielen, wir toben, wir lachen, wir machen Blödsinn, wir pusten Seifenblasen. Mein Ziel ist es einfach, Kinder so aufzunehmen, wie sie sind. Also genauso. Und wenn dein Kind halt das Kind ist, was wenig lacht, dann lacht es auch wenig auf diesem Foto. Und wenn dein Kind das ist, was lauthals lacht, mit offenem Mund und geschlossenen Augen, dann ist genau das dein Kind. Wir achten natürlich darauf, dass jedes Kind individuelle Fotos hat und auch immer eine schöne Serie hat. Wir schließen mehrere Bilder ab und geben auch immer mehrere Bilder zur Auswahl. Aber vorrangig geht es mir wirklich darum, dass die Kinder zu Hause erzählen, Mama, weißt du, heute war die Fotografin da und hat Seifenblasen gepustet und wir haben ganz viel Spaß gehabt. Ja. Und parallel dazu ist unser Konzept so, dass die Kindergärten an sich damit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Wir wickeln alles selber ab, wir entwickeln, wir haben eigene Firmen, mit denen wir die Produktion machen, wir machen die Abwicklung online. Und dann ist es auch noch so, dass die Kindergärten vor Ort, die Erzieher, die ganzen Aushänge nicht mehr machen müssen, das machen alles wir. Das heißt, wir sind wirklich autark von den Kindergärten und das macht uns einmalig hier oben, definitiv. Ich habe ja schon gerade über Anfängertipps gefragt. Gibst du denn auch so Workshops oder hast du ein bestimmtes Coaching-System für Anfänger? Genau. Wir fangen jetzt gerade an, den Coaching-Bereich auszubauen. Also es gibt Workshop für Anfänger, es gibt Anfängerkurse, es gibt Workshop für die Kindergartenfotografie. Oh, wow. Genau. Weil das ein Bereich ist, wo viele gerne einsteigen wollen und gerade die von der Pike auf lernen möchten, also die vielleicht schon ein bisschen fotografieren können, aber nicht wissen, wie sie an solche Sachen herantreten. Was ist wichtig, was brauche ich an Equipment, wie mache ich eine Akquise, auch egal ob von Kunden oder von Kindergärten. All diesen Bereich, den coachen wir, das heißt, wir nehmen die wirklich 1:1 an die Hand und begleiten sie auf diesem Weg über mehrere Wochen. Oder es gibt die Möglichkeit von einem Gruppenworkshop, der zum Beispiel jetzt im März stattfindet. Im März gibt es den ersten Gruppenworkshop bei mir über die Kindergartenfotografie, also Beginn in der Kindergartenfotografie, über Flyer, über Datenschutzverordnung. Es hängen so viele Dinge zusammen in der Fotografie, nicht nur das Foto machen, das ist das Schönste von allem, aber es gibt ja auch die Nachbearbeitung, es gibt die ganzen Datenschutzrichtlinien, die wir einhalten müssen, es gibt so viele Sachen, wo wir darauf achten müssen, Kleinigkeiten, diese gibt es alles in diesem Workshop von 0 auf 100, sage ich jetzt mal, wo man wirklich danach auch in der Kindergartenfotografie komplett starten kann. Ja. Und wo kann man sich da bei dir melden? Aktuell persönlich über meine Seite, die verlinken wir ja nachher noch. Also bestimmt, da abonnieren nicht vergessen, haben wir vorhin schon mal gesagt. Genau. Da auf der Seite findet ihr nachher alle wichtigen Infos und alle Bestandteile des Workshops, den Preis und wie der Workshop stattfinden wird. Genau, vergesst nicht die Seite zu besuchen, Leute, wenn ihr bei sowas mitmachen möchtet. Also wenn ich jetzt als Hobbyfotografin zum Beispiel damit anfangen möchte, kann ich sehr gerne zu dir kommen. Natürlich. Genau. Also wenn du durchstarten willst, wenn du richtig durchstarten willst, sei es mit Werbung, sei es mit Instagram, sei es mit all dem, was da zusammengehört, dann bist du da absolut richtig. Weil dann bekommst du alles wirklich Schritt für Schritt erklärt. Du bekommst jede kleine Kleinigkeit mit an die Hand, damit du nicht auf die Nase fällst, damit du nur positive Erfahrungen sammeln kannst. Und ich begleite dich quasi an meiner Hand, nehme ich dich mit und begleite dich, um das dann auch beruflich durchführen zu können. Genau. Wow. Also ich werde das auf jeden Fall unten verlinken. Leute, geht unbedingt drauf und unterstützt unsere liebe Lena. Sehe ich da hinten noch ein paar Sachen, die wir uns vielleicht angucken können. Ja, klar. Zum Beispiel das hier so. Das sind so. Das? Ja, genau. Also ich habe dir ja vorhin erzählt, dass wir gerade bei den Sets aufbauen, wenn ich Sets aufbaue und damit arbeite, auf harmonische Farben achten. Oh ja. Farben sind in der Fotografie immens wichtig, also egal in welchem Bereich du arbeitest.
Wir brauchen nicht drüber sprechen, dass wenn du ein dunkelrot oder ein rostfarben mit einem pinkfarben kombinierst, dass das einfach nicht harmonisch wird. Genau. Ja, also du guckst drauf und sagst, ist nicht so. Da ich ja aber viel Abwechslung reinbringen möchte und nicht immer dieselben Sets aufbauen will und natürlich nicht möchte, dass Kindergarten A zum Beispiel die gleichen Bilder bekommt wie Kindergarten C und die Mütter unterhalten sich und sagen, oh, guck mal, genau dasselbe Foto über mir. Das möchte ich nicht. Und aus dem Grund habe ich ganz viele verschiedene Tücher, Decken, Felle, alles. Oh, ja. Kissen, hier sind überall kleine Kissen. Ich sehe hier noch so Sachen. Genau, und dann das zum Hinstellen zum Beispiel, kannst du Schilder draufstellen. Das mache ich manchmal, jetzt ist es ein bisschen verwischt, aber wenn die Geburtstag haben, dann kommt so eins drauf oder ich schreibe hier einfach nur so ein Moin. Ich habe auch schon in einem Kindergarten einen Limonadenstand aufgebaut. Wow, okay. Da habe ich einen eigenen Stand gebaut, habe dann oben Limonade draufgestellt, selbstgemachte und Zitronen und habe dann halt hier zum Beispiel einen Preis draufgestellt. Oder was kann man denn noch machen? Wir hatten jetzt im letzten Kindergarten ein bisschen Boho-Stil, das war jetzt hier gerade ganz angesagt, also mit so einem Boho-Teppich unten drunter. Da habe ich mich dann für Brauntöne entschieden, Brauntöne, Grüntöne. Und dann ist es halt so, dass du auch einfach mal zum Beispiel so ein Tuch nimmst. Das mache ich jetzt mal ab und dann hast du zum Beispiel einen Hocker. Und dann sagst du, oh Mensch, du hast den Boden hier unten liegen, hast die Leinwand im Hintergrund, ich habe ja verschiedene Leinwände. Ja. Legst das Tuch einfach mal so ein bisschen unten runter, dann hast du hier so ein bisschen Streudeko. Ich habe zigtausend Sachen. Ja. Und dann legst du halt einfach, damit es ein bisschen netter aussieht und einfach nicht so ein Tuch ist, dann halt liegt auch einfach dann nochmal so ein bisschen was mit drauf. Und ich versuche halt dann tatsächlich, jetzt schmeiße ich schon um mich hier mit meinem Ding, einfach ähnliche Farben zu bekommen, um das dann hinterher auch. Jetzt setzt du hier nachher, du hast eine Leinwand hinten hinter, ich habe Leinwandsysteme, ich kaufe immer wieder verschiedene Hintergründe. Die hattest du vorhin auch schon gesehen, die liegen hier rechts alle unten drunter. Ah ja, jetzt sehe ich sie. Genau, und hier habe ich die Ständer, also das sind alles verschiedene Hintergründe. Ich glaube mittlerweile habe ich 45 verschiedene Hintergründe und verschiedene Leinwandsysteme, um halt auch mobil überall in den Kindergärten aufbauen zu können und wenn wir halt nicht draußen sein können. Also wir haben ja auch mal schlecht Wetter oder November, bei 8 Grad draußen fotografiere ich. Genau, wie gehst du damit um? Dann habe ich Leinwände, die halt oft naturgebunden sind. Also ich habe zum Beispiel einen Waldhintergrund, ich habe eine Wiesenhintergrund. Also ich versuche dann schon in der Gestaltung so darauf zu achten, dass du nicht dieses Blau wie früher, ich weiß nicht, kennt ihr das noch von früher? So wenn man richtig. so einen blauen Hintergrund hatte und dann saß das Kind davor und hat so einfach so gedacht, ganz oh Gott, wie basic. Genau, und deswegen habe ich grüne Hintergründe oder halt wirklich so farbige Waldhintergründe und die nutze ich dann und packe dann fast farblich immer alles irgendwie so an. Deswegen hängen da so viele Decken, deswegen liegen hier überall so viele Tücher. Hier sind alles verschiedene Wolldecken, Körbe. Das kann man alles ganz nett arrangieren, um das einfach nett aussehen zu lassen. Ja, das ist alles sehr durchdacht, das finde ich echt cool. Ja. Guck mal, hier hast du zum Beispiel, das ist dann so ein kleineres Fell. Das kann man zum Füllen, wenn man kleinere Kinder hat, zum Beispiel auch in den Krippen. Da hast du ja auch kleinere Kinder und nicht nur die großen. Ja. Dann habe ich manchmal Körbe mit und da passen die ja nicht ganz rein. Ja. Wenn die gerade mal 6, 7, 8 Monate alt sind, die können noch nicht krabbeln, die liegen noch auf dem Boden. Und dann bekommt man so einen Korb, macht so ein Füllkissen da rein und da kann man das Kind dann quasi reinsetzen, dass es so ein bisschen angelehnt ist und halt trotzdem man nicht nur ein Bild hat, wie das Kind auf dem Boden liegt, sondern halt ein bisschen verändert ist. Genau. Du arbeitest bestimmt auch mit so Blitz und Lichtern. Ist das ein bisschen sensibel für die Kinder? So? Genau, ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich versuche, möglichst nur mit Tageslicht zu arbeiten. Das bedeutet auch in den Kindergärten. Ich fahre vor zu den Kindergärten hin. Ja. Ich gucke mir an, wie das da lichttechnisch rundherum aussieht und dann besprechen wir vor Ort, welcher Raum für mich sinnvoll ist, also wo ich gut arbeiten kann. Und dann arbeite ich oft mit dem Licht von hinten, das heißt, das Licht ist hinter mir, die Lichtquelle. Ja. Und ich würde das Kind jetzt quasi hier vorne hier fotografieren, damit ich das Licht von da einfach mitnehmen kann. Ja, und das sind zum Beispiel auch alles Dinge, die man in dem Workshop lernt. Wie baue ich das auf? Ja? Also wie nutze ich das? Wie nutze ich Lichtquellen? Genau. Wie nutze ich Räume? Wie nutze ich kleine Räume? Was mache ich, wenn ich Räume habe, die dunkel sind? Ja? Weil ich versuche tatsächlich so wenig Fremddinge dabei zu haben für die Kinder, die sie komisch finden können. Stell dir vor, du bist 2 Jahre und kommst in so einen Raum und da steht so ein riesig. Ja. Im ersten Moment bist du da als Kind definitiv nicht entspannt. Da kannst du die Frau, die da vorne steht, noch so cool finden. Die ist erstmal gruselig. Und, ich habe damals auch immer so viel geweint. So viel geweint. Ja, ganz viele Kinder weinen. Das hat man immer wieder, wo man sagt, die Kinder weinen. Und ich versuche das von vornherein einfach schon zu vermeiden, indem ich wirklich mit Tageslicht arbeite. Oder das Maximum ist halt so ein Aufsteckblitz auch manchmal oben drüber, wo ich mir halt ein bisschen mehr Licht mache und dann über die Nachbearbeitung einfach arbeite. Ja.
Und die heutige Zeit ist einfach so, dass ich mit richtigen Objektiven, mit einem richtigen Lichteinstellung und mit dem richtigen Equipment auch in der Nachbearbeitung einfach sehr, sehr viel rausholen kann, ohne dass die Kinder Angst haben. Also ich kann einfach mehr dann wirklich mit den Kindern arbeiten und habe sie auch schneller bei mir. Ja? Und dann gehe ich rein und sage, Mensch, guck mal, ich habe dir ein Auto mitgebracht und dann spielen wir erstmal ein bisschen Auto und dann hole ich die Kamera und sage, guck mal, jetzt mache ich mal ein Foto. Und wenn die ganz endlich sehen, zeige ich das Bild auch manchmal. Guck mal, da bist du zu sehen. Ja. Möchtest du dich mal sehen? Und dann finden die das immer ganz toll, weil sie sich selber drauf erkennen. Ich finde das so super, weil ich als kleines Kind hatte immer so Angst vor der Kamera. Keine Ahnung, das sah so riesig aus. Man hatte so ein bisschen Ja, und jemand Angst. Fremdes, ne? Ja. Da kommt jemand und macht ein Foto von dir. Ne? Ja. Und ich bin ja auch noch versteckt dahinter. Also wenn ich die Kamera vor meinem Gesicht habe, das sieht ja, du siehst ja nichts mehr außer Kamera und den Rest des Menschen und dann kennst du den gar nicht. Und deswegen arbeite ich halt total gerne einfach mit diesem guck mal, hier bin ich, hier siehst du mich, ne? Oder gut, guck mal, hier sind die Seifenblasen, ich kann auch hier dran vorbeigucken, weil der Vorteil ist, es guckt ja direkt in die Kamera, das Kind. Und ich habe nicht das Problem, dass es schwierig ist. Bei Erwachsenen funktioniert das übrigens auch. Ja? Also, ja. Wow, okay. Wenn du Familien hast, auch in der Kindergartenstufe machst du ja auch Familiennachmittage, wo halt die Kinder kommen mit den Eltern oder Geschwisterkindern, die größer sind. Und da geht es natürlich oft darum, dass du schnell arbeiten musst, weil du hast zwischen den Familien maximal 10 Minuten Zeit. Also pro Familie 10 Minuten. Wow. Man muss in der Zeit versuchen, das möglichst schnell irgendwie hinzubekommen. Und da ist es so, dass du auch genauso arbeiten kannst. Wenn da ein Erwachsener steht und du machst Kuckuck, also in der Regel lacht das passt genauso. Das funktioniert, ja. Genau, oder du lässt die Kinder kitzeln. Das funktioniert auch, wenn die mit den Kindern interagieren, also wirklich die auf den Arm haben und die Kinder kitzeln, die Kindern einfach mal hochschmeißen und wieder auffangen. Das kennst du als Kind auch noch. Wie toll war das, wenn Papa dich nach oben geschmissen hat und dich wieder aufgefangen hat. Aber so entstehen Bilder, die lebendig sind und so entstehen Bilder auch in kurzer Zeit, die lebendig sind. Und du erkennst dich als Familie wieder. Genau. Nochmal hier die Kleider, die ich echt wow finde. Du bist fasziniert von meinen Kleidern. Ja, auf jeden Fall. In Ordnung. Also das entscheide ich aus dem Bauch heraus. Der Stil ändert sich ständig und ich nutze die Kleider auch nicht nur für meine Schwangeren. Also die Kleider sind so individuell gestaltet, dass du sie sowohl für Nicht-Schwangere als auch für Schwangere nutzen kannst. Ja. Ich habe alle Kleidergrößen mittlerweile da. Also ich glaube, ich habe von Kleidergröße 32 bis Kleidergröße 50 mittlerweile sämtliche Variationen. Es geht von ganz schlicht. Ich finde das hier so cool. Ja, das habe ich mir gedacht. Das hier meinst du, ne? Ja, genau. Genau, das ist einer meiner aufwendigsten Kleider, die ich habe. Das ist im Endeffekt auch nur ein Umhang. Also du hast hier die Arme drin. Ich muss mal gucken, wie viele Tüte. Du hast hier quasi wie so ein Umhang und bindest es vorne um den Bauch dann rum und du hast dann halt wirklich so eine riesen Schleppe gerade. Ja. Also das ist auch gerade sehr angesagt, sehr beliebt bei meinen Familien, auch Müttern. Das heißt, wenn du zum Shooting kommst und du hast zu Hause nichts im Schrank hängen, gibt es ja auch, also wo das Mensch irgendwie, ist es alles zu schick oder nicht zu schick oder irgendwie auch nicht, dann kannst du auch hier einfach mal kurz gucken und kannst sagen, boah, darf ich das gerne anziehen. Das ist echt gut. Genau, oder wenn die Kinder halt gerade rosa anhaben, dann kombiniere ich einfach gerne die Klamotten. Ich habe jetzt auch, das ist auch gerade sehr in, das wisst ihr auch, Bürospitze, ne? Das ist alles 1:9 Kleider. Dann habe ich welche mit ganz viel Schleppe hinten dran, die kannst du hochschmeißen. Ich finde das so gut, dass das alles so sanfte Farben sind. Das alles ist echt cool. Aber sowieso, ich arbeite unheimlich gerne in milden Farben. Das ist eines meiner schwersten Kleider, witzigerweise. Ich weiß gar nicht, warum es so schwer ist. Der Das Stoff? hat meine Tochter gerade ausgesucht. Damit möchte sie im Sommer auf ihrem Pferd Fotos machen. Nicht schlecht. Also für die größeren Kinder ist auch was dabei. Und dann einfach nur was zum Binden. Dann gibt es Rot, dann gibt es nur Stoffe, die ich verbinden kann. Die nutze ich halt auf vielen Seiten. Dann habe ich Strickkleider. Genau. Also da kann man sich wirklich austoben. Und wie ist das eigentlich so mit Schwangeren zu arbeiten? Schön. Es gibt nichts Schöneres, als schwanger zu sein, oder? Also ich finde, wir Frauen können nicht weiblicher sein als in der Schwangerschaft, weil das ist einfach immer wieder ein Wunder der Natur und es ist immer wieder faszinierend, wie der Körper was der Körper abspielt und wie der Körper das einfach auch erschafft. Und ich finde, Bilder in der Schwangerschaft sind solche Geschichten, die musst du gemacht haben. Ja. Und dieses Gefühl von dem großen Bauch, den du hast und die Kindsbewegung, du vergisst das irgendwann. Und so hast du wenigstens Bilder, die ja auch sehr kunstvoll inszeniert sind. Wir haben ja selten
Also wir machen ganz schlichte Fotos, wo du auch nur stehst oder ganz romantisch irgendwie an der Seite bist. Aber wenn du draußen mit diesen großen Schleppen arbeitest, also auf meinem Profil kannst du ganz viele Schwangerschaftsbilder sehen, die auch in der Dynamik sind, ja, wo die Frauen sich bewegen, wo die Schleppen fliegen, wo die Frauen ihre Haare schleudern. Es gibt so viele schöne Fotos und so einmalig, das bekommst du nicht wieder. Und die macht man eher draußen, die Bilder, oder? Mit diesen Kleidern? Ja. Also ich gehe total gerne raus und ich habe den Vorteil, dass ich hier ja wirklich mit dem Studium so bin, dass ich, wenn ich ums Haus gehe, hinterm Haus eine große Wiese habe. Ah, das ist sehr gut. Eine Obststreuwiese mit Apfelbäumen. Das Gleiche. Genau. Und da ist es halt so, dass du das nutzen kannst. Weil wenn die Frauen alleine sind oder auch mit ihren Partnern hierher kommen, mit Kindern, dann kann Papa kurz warten. Und wir gehen raus und machen, auch wenn es kalt ist, einfach nur 3, 4 schöne Bilder draußen, gehen wieder rein, wärmen uns wieder ein bisschen auf, machen hier drin ein bisschen was. Der Frauenstuhl ist auch wunderschön dafür zum Arbeiten. Genau, der ist echt schön. Auf dem Bett kannst du damit toll arbeiten. Das sind alles solche Sachen, die ja super funktionieren. Und auch am Fenster oder Fensterbank, du kannst die hier, ich habe bewusst verschiedene Vorhänge vor den Fenstern, um damit arbeiten zu können. Das ist schon sehr schön gemacht mit der Wand. Genau, So. also es ist schon toll und du kannst dann auch wieder mit drin was kombinieren und machst halt dann wieder draußen was. Und im Sommer brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, da treffen wir uns am Strand. Das, was du da oben stehen hast, ist das, wo wir darüber gesprochen haben. Das ist meine Druckfirma, die quasi ein Fotobuch mitgebracht hat mit verschiedenen Drucken. Also hier kannst du anfassen, was es für Qualität an Druck gibt. Ja, das ist schon richtig gute Qualität. Ja. Also hier kannst du dir aussuchen, welchen Farbdruck du haben möchtest. Das gilt ja in allen Entwicklungen. Den Prozess, ja, das ist echt cool. Dass man halt da einfach mal anfassen kann, wie dick ist denn so ein Buch, wie fässt sich denn das Leder an von außen, wie fässt sich das Buch überhaupt an in der Qualität. Ich finde, bevor man halt dann doch ein bisschen mehr Geld für so ein Fotoalbum ausgibt, musst du auch wissen, was du bekommst. Genau. Und, deswegen habe ich das hier stehen. Und das ist ein Probebuch von der Firma. Deswegen sind da Hochzeitsbilder drin. Ah, okay. Das haben wir jetzt aber gerade neu bestellt mit ganz vielen normalen Kindernbildern und alles, was dazugehört, um das einfach nochmal in groß und in klein zu haben in verschiedenen Formaten. Die Firma, die kommt aus den USA und die lassen in den USA, sind mit der Hand gebundene Bilder in den USA und die brauchen auch in der Produktion bis zu 4 Wochen, bis die hier sind. Wie ist das eigentlich so, wenn ihr einen Termin abgemacht habt und es aber anfängt zu regnen draußen? Also wenn das so ein Naturshooting ist. Typisch Ostsee halt. Genau, am Strand. Also wir haben hier oben ja immer sehr unterschiedliche Wetterbedingungen, das muss man ja auch ganz klar sagen, wir haben ja von gut bis schlecht. Also wir sind da dann sehr spontan. Wenn wir jetzt merken, Mensch, es zieht ein Gewitter auf oder es zieht Regen auf, dann verschieben wir den Termin entweder noch ein Stück weiter nach hinten oder wir machen es so, dass wir ihn ganz verlegt haben. Also bei den Schwangeren, also letztes Jahr habe ich es mehr gehabt, weil das Wetter einfach nicht so gut war. Das Jahr davor habe ich es gar nicht gehabt, da waren wir fast nur am Strand, weil das Wetter so wunderbar war und wir so tolle warme Temperaturen hatten. Endlich mal. Endlich mal, genau. Da musst du spontan sein. Also ich zwinge keine Schwangere in Regen, ich zwinge keine Familie in Regen, und es bringt auch nichts und die Bilder möchtest du nicht. Genau. Und wir verschieben das dann. Also dann ist immer ein neuer Termin möglich. Aber gibt es auch so Kameras, die im Regen fotografieren? Du kannst im Regen fotografieren. Ja? Also die Kamera kann das ab, tatsächlich. Okay, aber es gibt ja auch bestimmte Aufnahmen, die im Regen toll aussehen. Also wenn du so durch den Regen rennst und das paddert alles auf die Straße und du hast so ganz durchnässte Bilder, das ist toll. Ich glaube aber kaum, dass eine Familie sich das vorstellt als ein Foto. Ja, genau. Ich glaube, die meisten Menschen sagen, nein, das mal. Aber dann verschieben wir das. Das ist überhaupt kein Thema. Corona, das ist ja ein ganz großes Thema heutzutage. Wie bist du damit in den letzten Jahren umgegangen? Sehr gut. Ja? Also ich habe ein Hygienekonzept ausgearbeitet, sowohl für hier als auch für die Kindergärten. Ich selber bin geimpft, ich bin regelmäßig getestet, also immer getestet. Bevor Shootings sind, teste ich mich jedes Mal. Bevor ich in den Kindergarten fahre, teste ich mich jedes Mal. Ich habe für hier Desinfektionsmittel extra bestellt, Sprühdesinfektion als auch Bodendesinfektion. Also ich glaube, man kann all das, was man halt hier so für sich irgendwie machen kann, das mache ich auch. Und ich hatte keine Einbußen. Also für mich ist es eigentlich fast noch intensiver geworden als vor Corona. Oh wow, wirklich? Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass den Leuten immer mehr bewusst wird, wie wichtig diese Erinnerungen sind. Ja. Also viele haben es geschafft, sich in der Zeit mehr auf sich zu fokussieren und zu überlegen, was verändere ich in meinem Leben und was ist mir meine Familie oder auch mein ganzes Drumherum wert. Und dadurch hat sich vieles verändert. Das habe ich festgestellt. Man selber hat sich ja auch verändert in der Zeit. Das finde ich, dass die Knarzen nicht super erkannt. Aber es ist, eigentlich ist es für mich nicht negativ. Also klar, die Zeit ist anstrengend für alle, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ne? Aber
Wir haben hier einen sehr guten Weg gefunden, damit umzugehen zu können. Und wenn du ist gut. draußen bist in der Natur, Ja, genau. habe ich da sowieso relativ wenig Angst, weil wir einfach alle geschützt sind dann. Ja. Ich habe einen Mundschutz bei der Arbeit immer. Bei den Babys arbeite ich mit FFP2-Masken und Ja. mit Handschuhen. Also den größten Schutz, den wir haben können, nutze ich auch. Und das ist okay. Ich komme aus der Krankenpflege. Die Genau. Hygiene sagt mir nicht. Also sagt mir jetzt, die Hygiene ist für mich jetzt kein Problem. Also ich weiß, wie Übertragungswege entstehen, ich weiß, worauf ich achten muss und habe mich da natürlich auch belesen und dementsprechend möchte ich relativ Genau. entspannt. Darf ich fragen, wie du das alles managst? So? Oder ist das dein zweiter Job oder ist Fotografie wirklich dein Nein, Hauptjob? Ich mache nur noch Fotografie. Nur noch Also Fotografie. nur noch Fotografie. Und ja, managen, ich glaube, da wächst man rein. Ja. Klar, mit 3 Kindern hast du natürlich irgendwie auch gut zu tun und so mit Haushalt und Familie und sowas, aber ja, ich kann dir gar nicht sagen, es läuft einfach. Also ich habe kleine Struktur für mich entwickelt Ja. und die ist mit Familie konform, aber ich muss dir gestehen, lieber so, als wenn ich morgens zum Schichtdienst um 6 Uhr ins Krankenhaus muss oder nachts zum Nachtdienst muss oder eine Spätschicht habe. Ja. Also dann lege ich ja lieber selber fest, wann und wie und wo ich arbeite. Genau. Das ist der große Vorteil in der Fotografie Das oder ist- halt auch in der Selbstständigkeit. Das ist echt gut. Also hattest du nie Kunden, die irgendwie gesagt haben im Nachhinein, nee, das sind nicht die Bilder, die ich wollte? Du meinst bei den fertigen Entwicklungsbildern? Genau. Nein. Also früher, als man angefangen hat, passiert dann das öfters tatsächlich. Ja? Oh, Ja, wow, das ist okay. normal. Ich glaube, dass du zum Anfang deinen Stil ja auch erstmal finden musst und erstmal gucken musst, wo möchte ich hin und welche Kunden möchte ich haben. Ich habe mich in den letzten 2 Jahren viel damit beschäftigt, welche Kunden ich haben möchte und welche Kunden ich nicht haben möchte. Oh, wow. Und geht viel um Selbstfindung, viel um Mindset, viel darum, wer bin ich und wo möchte ich hin. Und ich habe keine Kunden, die unzufrieden sind, weil die Bilder nicht die sind, die sie haben möchten. Man darf ja nicht vergessen, die können sich auf Instagram mittlerweile seitenweise Bilder angucken. Genau. Die wissen ja eigentlich, was sie kriegen. Und die wissen, worauf sie sich einlassen. Ich frage das vorher per Fragebogen ab. Die bekommen von mir einen Fragebogen zugeschickt. Da wird abgefragt, was für Bilder sie sich vorstellen. Wir dürfen gerne Beispielbilder schicken und dann ist man eigentlich schon auf so einem sehr guten Nenner, dass man weiß, was möchte der andere eigentlich. Und dann kann ich währenddessen ja auch immer noch fragen. Also die dürfen auf der Kamera mal gucken und dürfen auch mit entscheiden, oh nee, den Farbton finde ich schöner wie den Farbton. Das ist vollkommen in Ordnung. Und dann schließt du sowas eigentlich aus. Unzufriedene Kunden, ich glaube, dass man immer mal 2, 3 Sachen im Jahr hat, wo der eine vielleicht unzufriedener ist als der andere mit. Aber das ist nicht so mal irgendwie drüber, also wo ich jetzt sagen würde, das ist schwierig dadurch. Oder du hast Kunden, die total unzufrieden sind und nö. Nein, Das hab ich ist noch gut. nicht. Das ist sehr gut. Das heißt, dass du deinen Job sehr gut machst außerdem. Ich glaube, es macht die Leidenschaft aus. Also ich glaube, wenn du das, was du tust, gerne tust, ne? Dann passt hast du alles. auch eigentlich, dann passt auch vieles zusammen. Ja. Definitiv. Das ist echt gut. Ja. Das ist ein guter Vorsatz fürs neue Jahr außerdem, dass man das macht, was man wirklich möchte. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Das schaffen ganz viele nicht. Tatsächlich, das stimmt. Ja, das schaffen ganz viele nicht, das Ja. zu tun, was sie gerne tun wollen. Genau. Magst du sonst noch mal erzählen, was du so benutzt oder was du gerne benutzt in der Fotografie? Also meine Kamera ist klar, ohne Ja. geht's nicht. Genau. Wie sieht die so Ich aus? arbeite selber mit einer Nikon. Ich arbeite mit einer Nikon Z7. Das ist jetzt so aktuell einer der neuesten Modelle nicht, aber schon ein Modell, was sehr gut ist. Ja. Ich habe verschiedene Festbrennweiten. Jetzt habe ich eine 50 mm Festbrennweite drauf. Ich habe noch eine 85 mm Festbrennweite, die steht da oben. Das ist so das Gängigste, mit dem ich arbeite in der Porträtfotografie. Ich habe aber auch verschiedene andere Objektive. Also je nachdem, was ich brauche, habe ich auch Objektive. Ich glaube mittlerweile 6 oder 7 Stück verschiedene. Aufsteckblitze, das ist der Adapter für den großen Blitz, weil ich jetzt viel drin gearbeitet habe. Da ist natürlich hier oben Adapter, das ist ein kleines normales Stromkabel, aber ich arbeite halt mit so einem Empfänger und Sender, weil dann kannst du dich frei bewegen im Raum Ja. und musst nicht Angst haben, dass du irgendwann mal Kabel stolperst. Ne? Ich versuche ja auch mal darauf zu achten, dass ich gerade für die Kinder keine Stolperfallen habe und dementsprechend liegt den Kabel immer hinten lang und die sind so verbunden miteinander. Meine Deko, die ich habe oder auch die Sachen, die ich nutze, die wechseln ja ständig. Also der Faunstuhl zum Beispiel, den habe ich erst seit, ich glaube, 3 Wochen. 3 Wochen. Wow. Ja, genau. Und immer wenn ich irgendwas sehe oder wenn ich irgendwo was schön finde, dann nehme ich es halt mit und gucke, ob ich es nutzen kann oder nicht. Oder ich bestelle, wir haben verschiedene Lieferanten, die speziell für Kinder oder auch Newborn-Fotografie Sachen liefern, das nutzen wir. Da ich mit Tageslicht arbeite, ist es für mich extrem wichtig, halt einen hellen Raum zu haben. Das habe ich hier jetzt ja auch. Also ich habe bewusst darauf geachtet, den hellsten Raum im Haus zu haben. Ich habe ja nur so ein Home-Studio, so nennt sich das ja. Genau.
Also sprich, wir sind ja in meinem Haus und der Raum hier im Haus ist quasi bei uns mit dem Einfamilienhaus mit drin. Das bereue ich auch nicht, weil gerade hier mit der Nähe zum Spielplatz draußen, die größeren Geschwisterkinder können draußen spielen gehen. Die Atmosphäre ist auch echt cool hier. Es ist anders, es ist ruhiger, es ist gemütlicher. Ich habe hier einen Holzfußboden drin, weil ich eigentlich ursprünglich hatte ich Angst davor, dass der kaputt geht, habe ich hier einen Vinylboden oben drüber. Jetzt sind eigentlich umgedrehte Leinwände, also so sind meine Leinwände gedruckt. Hier drunter sieht man das ist eigentlich eine Leinwand. Und die habe ich einfach umgedreht, habe den weißen Unterboden genutzt. Und der Vorteil ist einfach, dass ich natürlich der desinfizierbarer ist wie ein Holzfußboden. Das war mit einer der Gründe auch. Und du merkst halt, der Raum ist nochmal viel heller. Genau. Wäre der Fußboden hier nicht drin, ist der Raum deutlich dunkler, weil du halt natürlich diesen dunklen Holzfußboden hast. Genau, als ich hier reingekommen bin, war das so frisch. Ja, so. Es war hell. Ja. Genau, und das will ich auch. Ich will, dass du hier reinkommst und dich wohlfühlst. Ja. Deswegen haben wir dann ein Sofa, deswegen hat man hier einfach mehr, was wie Wohnzimmer aussieht, als wie Studio. Ja. Genau. Ja, und sonst, nee, eigentlich habe ich viel mehr nicht. Seifenblasen ist mein Hauptbestandteil der Arbeit. Das ist auch ein cooler Bestandteil. Dann musste ich fast immer nur Seifenblasen oder ganz viel Seifenblasen. Und dann halt, wie gesagt, Deko-Accessoires, immer das wechselt halt. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, was da alles so liegt und steht. Ne? Genau. Und Kamera ist nicht das Wichtigste. Ne? Das ist so das, was zählt. Genau. Super. Hast du sonst noch irgendwelche Geschichten, die du erzählen möchtest oder irgendwelche Tipps? Genau. Ich glaube, Geschichten kann man viele erzählen. Also gerade in der Fotografie erlebst du einfach auch unheimlich viel. Tipps ist für mich, bleib dir treu. Also egal, was du tust, egal, ob es die Fotografie ist, egal, wie du jetzt anfängst zu filmen, die Idee, die du im Kopf hast, die visualisier dir und führ sie durch. Ich glaube, dass wir alle sehr kreativ sind und dass wir alle eigentlich einen schönen Weg haben und viele sich einfach gar nicht trauen, diesen Weg zu gehen. Und wenn du am Anfang der Fotografie stehst, dann nutze die Energie, die du hast, nutze den Flow, den du hast und sag, okay, jetzt starte ich durch und jetzt probiere ich das und jetzt investiere ich in mich selber und mache das, worauf ich Lust habe. Ich glaube, wenn man für etwas brennt, und das merkt man ja auch, das, was ich tue, liebe ich. Also ich möchte nichts anderes mehr machen in meinem Leben. Und wenn du da angekommen bist, ne, dann kann es nur besser werden. Dann kannst du dich nur verbessern im ganzen Bereich und das nutzt einfach immer wieder. Also immer wieder durchatmen. Es gibt auch Phasen, die anstrengend sind. Das ist aber in jedem Job so. Und, wenn du da gut rauskommst, dann nutzt den Weg und nimm die Hilfe an von außen, lerne ein Leben lang. Kritik annehmen können. Genau, und lass dich nicht unterkriegen. Lass dich nicht unterkriegen. Sei selbstbewusst und stark und erleb das auch. Danke sehr. Sehr gerne. Also Lena, vielen Dank, dass wir dich heute begleiten durften und dass wir deinen Arbeitsplatz sehen durften. Ich persönlich habe keine Fragen mehr. Wenn ihr, meine lieben Freunde, aber noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wenn Lena nichts mehr zu erzählen hat, dann können wir vielleicht zu unserem Gewinnspiel kommen. Ja, sehr gerne. Also wir haben, ich glaube, so viel erzählt. Das ist genug Stoff für gefühlt 3 Stunden. Nein, ist alles gut. Also ich habe mir überlegt, weil das ja gerade ein neuer Bereich ist, den wir ausbauen mit dem Coaching, dass ich tatsächlich 1 Stunde 1:1 Coaching verschenken werde. Wow. Das bedeutet, für jeden, der in der Fotografie anfängt, für jeden, der mehr Fragen zu seiner Kamera hat, es ist egal, ob das Hobbyfotograf ist, ob es die Mama ist, die sich gerade zu Weihnachten eine Kamera hat schenken lassen oder ob es die Fotografin ist, die uns jetzt auch irgendwie dadurch bekommen hat und sagt, Mensch, ich brauche ein bisschen mehr Input. Würde ich ein 1:1 Coaching verlosen über Zoom. Das machen wir dann nur mal einen Zoom-Call. Das heißt, es wäre auch egal, wo man herkommt. Genau. Wir würden dann einen Termin vereinbaren und ich würde genau in dem Bereich, wo wir uns dann, wo sie halt Fragen hat oder er, ist auch egal, ob männlich oder weiblich natürlich, dann gerne in dieser Zeit die Fragen stellen und wir erarbeiten da in der Stunde 1:1 gerne etwas. Genau, dieses 1:1 Coaching würde ich gerne so machen, dass ihr in den Videokommentaren schreibt, warum ihr dieses 1:1 Coaching unbedingt gewinnen möchtet und warum ihr dieses 1:1 Coaching extra braucht. Denkt dran, dass ihr unsere Kanäle abonnieren müsst dafür und die Gewinnbekanntgabe, das machen wir über unsere Instagram-Profile, da geben wir bekannt, wer von euch gewonnen hat und werden dies nach einer Woche auslosen. Und den Gewinner, den werden wir dann schriftlich anschreiben und beglückwünschen zu dem 1:1 Coaching. Und ich bin ganz gespannt, wen ich dann coachen darf. Genau. Ja, auch vielen Dank nochmal, Lena, dass wir über dich sein durften. Und das war's für heute. Super, vielen Dank.